Wir sind Christopher und Andrea. Gerade reisen wir in unserem kleinen Allrad-LKW durch Georgien. Nachdem wir im letzten Teil in die komplett falsche Richtung gefahren sind, entscheiden wir uns dazu, noch einmal in die verschneiten Berge des großen Kaukasus zu fahren. Eigentlich ist die Straße zu dieser Zeit schon geschlossen, aber getreu dem Motto Versuch macht klug, wollen wir es trotzdem versuchen. Bis eben standen wir hier noch in netter Gesellschaft am Khachgi Monastery und hier kann man auch wunderbar klettern und das wollen wir jetzt mal machen. Die Khachgi-Säule, in deren Schatten wir einen schönen Platz gefunden haben, ist 40 Meter hoch. Das Kloster, das uns sehr an Meteora in Griechenland erinnert, wurde vermutlich im 10. Jahrhundert erbaut. Allerdings ist es über die Jahrhunderte zu Ruinen zerfallen und wurde 2009 neu errichtet. Seit 30 Jahren lebt dort oben ein orthodoxer Mönch als Einsiedler. Der Aufstieg dorthin ist untersagt und nur selten empfängt er Besucher. Versorgt wird er von den Dorfbewohnern und von anderen Gläubigen. Was ist los, wa? Ja. Weil wir sowieso einkaufen mussten, sind wir weitergefahren nach Chiatura. Und ja, irgendwie ist der Ort dann doch größer, als wir eigentlich dachten. Aber der ist ziemlich interessant, denn hier fahren überall so Seilbahnen mitten durch die Stadt. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wo die so hinfahren. Vielleicht fahren wir auch mal mit. Die fahren hier wirklich quer durch die Stadt, die Seilbahnen. Aber die ganz alten sind nicht mehr in Betrieb. Da gibt es noch ein paar Stationen, die so stillgelegt sind. Und die jetzt fahren, das sind alles ganz moderne. Wir sind jetzt doch nicht Seilbahn gefahren. Aber es ist irgendwie ganz cool, das so mal zu sehen. Das ist halt ein ganz normales Fortbewegungsmittel hier im Ort, weil das ja so ein Tal ist, der Ort. Und dann kann man von A nach B mit Seilbahn fahren. Das fetzt schon. Jetzt hat es natürlich aufgehört zu regnen. Jetzt, wo wir zurück sind vom tollen Schaukelspot. Ja, wir wollen jetzt auch weiterfahren. Wir wollen jetzt nach, wo wollen wir nochmal hin? Ushkuli. Genau, nach Ushkuli, also wieder in die Berge. Das ist auch wieder auf über 2000 Meter Höhe, weil hier soll es jetzt sowieso den ganzen Tag regnen und da oben liegt schon Schnee. Und ja, irgendwie ist Schnee ja doch schöner als Regen den ganzen Tag. Deswegen geht es jetzt für uns in die Berge in den Schnee.
Hanka, mit der wir auch schon am Monastery standen, die kamen uns eben entgegen. Die wollten auch nach Uschkuli und mussten aber umdrehen. Daher ist nachher die letzte Steigung oder die vorletzte Steigung. Es ist wohl enorm viel Schnee und alles Glatteis übergefroren. Da sind dann auch irgendwann keine Spuren mehr. Und da sind sie wohl nicht mehr hochgekommen. Da sind ja auch ins Rutschen gekommen. Also selbst mit Schneeketten? Ja, selbst mit Schneeketten sind halt ins Rutschen gekommen und ja, das ist halt ein Abhang und hatten dann natürlich Schiss und haben umgedreht. Wir wollen deswegen mal zu der Kante hinfahren, mal gucken, uns das Ganze mal angucken, mal selber ein Bild davon machen. Wir sind ja immerhin auch schon den Weg so weit reingefahren, ja. Jetzt müssen wir den Rest jetzt auch noch fahren. Ja, hier ist jetzt aber halt absolut gar kein Netz mehr. Ne? Das ist natürlich ein bisschen tricky. Also es soll aber das Wetter, heute ist der letzte Tag mit Schnee und dann soll das Wetter besser werden. Ja, wir gehen gerade mal gucken, ob wir jetzt hier noch weiterfahren wollen oder nicht. Wahrscheinlich heute sowieso nicht mehr, weil es wird nachher gleich dunkel. Und im Dunkeln will man hier definitiv nicht lang fahren. Und wenn, dann müssten wir halt auch langsam mal Ketten aufziehen. Und wir müssten jetzt nachher da hinten diese Steigung, die müssten wir halt hochfahren. Und das sieht halt echt ganz schön steil, alles zugeschneit. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch passierbar ist. Also ich denke eher nicht. Aber ich glaube, wir werden es morgen vielleicht noch mal versuchen, wenn das Wetter besser ist. Ja, wir haben uns gerade dazu entschlossen, nicht weiterzufahren. Vielleicht morgen nochmal. Also wenn das Wetter wirklich besser wird, das können wir jetzt hier auch nicht checken, weil hier halt überhaupt kein Netz ist. Wir hatten heute Morgen reingeguckt, da war es so vorhergesagt. Und werden aber, wie gesagt, sicherheitshalber noch mal ein Stück runterfahren, falls doch noch Schnee kommen sollte. Ja, oder es eben taut und die Felsbrocken, Steine lösen. genau. Oder Auf so. der einen Stelle waren halt echt große Felsbrocken. Deswegen fahren wir noch mal ein Stückchen runter, ich denke mal so 100 Meter. Werden uns da einen Platz für die Nacht suchen. Und wenn morgen wirklich richtig schönes Wetter ist, dann machen wir vielleicht noch mal einen Anlauf. Ansonsten packen wir die Langlaufskier aus und fahren damit hoch. Ja, genau. Das geht halt auch. Also ist echt cool. Also wir sind jetzt, glaube ich, auf 1900 Meter. Oder nee, auf über 2000 schon. Aber es ist wunderschön. Ja, ich glaube 2100 waren das und wir müssen noch auf 2500. Also das wird halt ziemlich viel mehr Schnee jetzt. Scheint halt auch regelmäßig was abzubrechen. Ja, hier hätte ich jetzt auch ein bisschen Schiss, wenn das taut. Ja. Hier würde ich auch nicht stehen bleiben wollen.
Fühlt sich auf jeden Fall richtig an, hier wieder ein Stück runter zu fahren, falls doch noch mehr Schnee kommt. Schöner Platz für die Nacht. Vermutlich auch eine richtig gute Aussicht, wenn keine Wolken da sind. Also man sieht ja schon ein bisschen was, sieht echt cool aus.